Eine letzte entspannte und ruhige Nacht in St. Louis und ein letztes wirklich hervorragendes Frühstück, dann machen wir uns auf den Weg. Etappe 4 steht an, heutiges Tagesziel wird Lebanon in Missouri sein, eine Strecke von etwa 180 Meilen. Gewohnt haben wir übrigens im Clayton Plaza Hotel. Absolute Empfehlung. Super nettes und hilfsbereites Personal, die Zimmer in erstklassigem Zustand und das beste Frühstück, was wir jemals in einem Hotel in den USA hatten. Wir bereuen keinen Cent und werden wir nochmal nach St. Louis kommen, dann garantiert nur mit Aufenthalt hier. Da hat sich das Umbuchen wirklich doppelt gelohnt. Ursprünglich hatten wir nämlich für fast den gleichen Preis ein Hotel in Downtown gebucht. Ohne Frühstück und das Parkhaus etwas teurer. Okay, das wäre ja noch akzeptabel gewesen. Als wir uns nach Tipps für St. Louis im Internet umgesehen haben, sind wir durch Zufall auf Bewertungen gestoßen, die uns den Spaß verhagelt hätten. Das ursprüngliche Hotel ist nämlich irgend so ein Sportclub mit vorgeschriebener Garderobe. Also Anreise in Freizeitkleidung wäre akzeptiert worden, aber dann wäre Garderobenzwang gewesen. Stoffhosen, Polohemden und so ein Quatsch, was man zum Golfen anzieht und für den Cocktailabend danach. Nee, danke, wir sind im Urlaub und selbst zu Hause würden wir sowas nicht anziehen. Dass man nicht dreckig und speckig und in kaputten Klamotten durch die Gegend läuft, ist ja wohl selbstverständlich. Aber das war uns dann wirklich zu spießig. Leider war in der Hotelbeschreibung davon gar nichts zu lesen. Also immer mal googeln, was man so bucht. Führte du uns jetzt hin? Ich kann es dir nicht sagen. Wir machen uns also auf den Weg und düdeln erstmal durch schöne Vororte von St. Louis. Dem Straßenverlauf von Lansdowne Avenue für eine Dreiviertelmeile folgen. Ja, St. Louis, aber hier, das ist ganz schön hügelig, ne? St. Louis selber wieder nicht, aber die Außenbezirke wieder. Ja, das ging aber auch gestern immer mal stetig, so nicht stark, aber... Nicht so wie jetzt hier, meine ich. Nee. Ziel ist nämlich Ted Drewes Frozen Custard, spezielles Eis, Kult an der Route 66. Hatten wir vorher nicht geschafft. Leider machen viele Läden immer sehr spät auf, also gab es nur ein paar Fotos von außen. Aber hier stoßen wir wieder direkt auf die Route 66, die uns aus St. Louis hinausführt.
In Eureka ein kurzer Stopp an einer alten Brücke. Die US Route 66 Bridge über den Merrimack River im Route 66 State Park wurde 1931 erbaut. Der Brückenbelag wurde 2010 entfernt, um die Stützstruktur zu erhalten, indem das Gewicht des alternden Fachwerks verringert wurde. Ja. Ziel erreicht. Na, das hat ja schon mal gut geklappt heute Morgen. Was ist denn jetzt hier für eine Rush Hour? Weiter ging es durch Pacific. Missouri hat für schöne Orte in wunderschöner Landschaft auch sehr wohlklingende Namen. Apropos Pacific. Von Weitem sieht man am Rande ein Tipi. Hier sollte man auf gar keinen Fall Halt machen. Es handelt sich um den Indian Harvest Trading Post, natürlich ein Laden voller Ramsch und Nippes. Betrieben wohl von Natives, die ihrem Ruf leider alle Ehre machen. Wagt man es auch nur ein Foto von dem Tipi zu machen, wird man direkt zur Kasse gebeten, und zwar nicht auf die freundlichste Art und Weise. WC-Benutzung gibt es dort wohl auch nur gegen einen Obolus von wenigstens $10, also macht es wie wir, Warnung in mittlerweile vielen Foren und auch Reiseführern beachten und einfach weiterfahren. Solch eine Begegnung braucht wirklich keiner. Weiter ging es dann über St. Clair, Stanton und Bourbon nach Kuba. In St. Clair mussten wir dann die Abkürzung über eine Tankstelle nehmen. Die berühmten Hot and Cold Water Towers wären sonst wegen der Baustelle gar nicht erreichbar gewesen.
Das Jesse James Museum in Stanton ist leider geschlossen, wohl schon etwas länger. Also nur ein kurzer Halt und weiter Richtung Bourbon. Seitenstraßen so, ne? Ja. Cuba soll der Ort sein mit den meisten und schönsten Wandgemälden und auch ansonsten sehr sehenswert. Aber wie so vieles ist das auch Ansichtssache und so ging es für uns schnell weiter zu Phoenix 66 Outpost und dem größten Schaukelstuhl der Welt. Ein schöner Laden, sehr, sehr nette Menschen, verschiedenste Popcorn-Geschmäcker bekommt man hier und natürlich einen Stempel in unserem Passport. Der Stopp hat sich gelohnt und wir fahren weiter.
it's a Sunday morning rain, another sunrise by the roadside. Oh, it's an old and worn and stain, won't come out no matter how hard I try. And as the sun is coming up, I hear the sound of the waking city. I'll hitch a ride at the next truck stop if someone will show a stray dog some pity. I pray, be still, my vagabond heart. Don't listen to the calling road. Oh, be still, my vagabond heart. You don't have to go. The end was there right from the start, and that ain't no way to live. There was always more than just playing a part. So baby, please forgive my vagabond heart. Again, the open road lies before me. That old itch was starting to burn. It's the simple things that always draw me to see what lies behind the next turn. It won't be still, my vagabond heart. It's here in the calling road. So be still, my vagabond heart. You don't have to go. The end was there right from the start, and that ain't no way to live. It was always more than just playing a part. So baby, please forgive my vagabond heart. I pray, be still, my vagabond heart. Don't listen to the calling road. Be still, my vagabond heart. You don't have to go. The end was there right from the start, and that ain't no way to live. There was always more than just playing a part. So baby, please forgive my vagabond heart. My vagabond heart. My vagabond heart. Durch typisch amerikanische kleine Örtchen und weiter durch so schöne Landschaften. Und dann sind wir an Devil's Elbow. Die dortige Bar Elbow Inn, eröffnet 1929 als Sandwich Stop, gilt als das älteste durchgehend betriebene Gebäude an der Route 66. Und nun ist es geschlossen. Wegen Renovierungsarbeiten. Blöd, aber nicht zu ändern. Just yet, don't wanna be spilling my guts to someone I just met. Teufelsellbogen. Ich habe die Schraube wieder kaputt gemacht. While I say this much, I got a real good feeling. Yes, I do.
Es geht weiter nach St. Robert zur Uranus Fudge Factory, also da, wo es angeblich den, wie könnte es anders sein, besten Fudge der Welt gibt. Fudge ist eine weiche, cremige Süßigkeit, ähnlich wie bei uns Toffee oder Weichkaramell. Gibt es in allerlei Geschmacksrichtungen, von normal und gut über sehr ungewöhnlich bis eklig. Allem gemein sehr, sehr süß. Natürlich lassen wir uns nicht nehmen, dort einen Stop einzulegen. Von außen erinnert es an ein Mini-Phantasialand, aber Picknicktische gibt es. Somit endlich ein kleiner Mittagssnack. Und danach betreten wir einen riesigen Gemischtwarenladen. Wie so häufig auf der Reise werden wir ziemlich erschlagen von dem Eindrücken und dem Lärm. Aber lustig anzusehen ist es und Fudge haben wir natürlich auch gekauft. Ob man dort zwingend wieder hin muss, also uns reicht einmal. Da gibt es schönere und bessere Orte. Weit ist es nicht mehr bis Lebanon, unserem heutigen Tagesziel. Am gebuchten Motel angekommen, erstmal der Schreck, das hat zu. Und zwar nicht erst seit heute. Dabei haben wir heute Morgen erst noch eine Willkommensmail erhalten. Naja, Kette eben. Also hieß es für uns ein neues Nachtquartier suchen. Um die Ecke liegt das Mangamos Motel, eine Institution seit 1946 an der Route 66. Leider hatte die Buchung von Deutschland aus nicht geklappt, also versuchen wir einfach so, dort ein Zimmer zu bekommen. Wir wurden freundlich von Ramona Lehmann, der Betreiberin, begrüßt und hatten Glück. Eines der klassischsten Motels entlang der Route 66 wurde das Zuhause für heute Nacht. Es ging noch auf ein wenig Sightseeing in Lebanon, bevor wir auf der Terrasse unseres Zimmers den Abend haben ausklingen lassen. Auf der nächsten Etappe fahren wir in den nächsten Bundesstaat nach Kansas. 14 Meilen Route 66 pur. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasst keinen Tag von der Reise unseres Lebens. Route 66, the trip of a lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you next week!